Was macht eine Skizzenbuchseite lebendig? Ein Faktor von vielen, aber einer, der oft übersehen wird und leicht geübt werden kann, ist das Layout. Ein Skizzenbuch lebt nicht nur von schönen Skizzen, sondern auch von der Anordnung der Skizzen und all den anderen Elementen, die wir weglassen oder hinzufügen können. Alles Mögliche, alles, was flach genug ist, kann eine Seite einerseits von der Erinnerung, vom Gefühl, von der ganz unmittelbaren Erfahrung her bereichern. Es können aber auch Layout-Elemente sein, die eine Skizze, die jetzt nicht so gelungen scheint, plötzlich ins Gleichgewicht bringt. Oder eine Anordnung, eine Sammlung für kleine Skizzen mitten im Alltag, wo für eine ganze Seite nicht genug Zeit ist. Die Art, wie ich schreibe, zusammengehängt zum Beispiel oder in Großbuchstaben, mit Farbstift oder Tinte, hat einen Einfluss auf die Stimmung, auf die Wirkung. Das Layout kann die Aufmerksamkeit leiten, dahin, wo wir sie haben wollen. Auf das Wesentliche oder ein witziges kleines Detail. Es kann zum Beispiel mit Kontrast etwas verstärken oder von weniger gelungenen Stellen ablenken. Man kann damit eine Geschichte erzählen, zum Beispiel Mücken überall oder besondere Geräusche. Mit Sammlungen, Rastern oder Haufen haben mehr Skizzenplatz im Skizzenbuch. Auch kleinere Sujets können größer ergänzen, wie zum Beispiel die Früchte zum Olivenbaum, und das Gepäck beim Reisen wird dadurch leichter. Bei mir entsteht das Layout meistens nach und nach. Ich sehe, was mich berührt, ich zeichne, sehe mehr, sehe, wo es auf der Seite noch etwas braucht, ergänze. Aber das ist Übungssache. Und ich möchte euch hier ermutigen, auch die Blätter mit den einfachsten Aufwärmübungen zum Üben zu nutzen. Eine kleine Sammlung flacher Teile zum Umherschieben und eine Minute zum Spielen damit genügt. Hier kommen noch weitere Elemente. Regen und Eis können Spuren hinterlassen. Eine Frottage. Mit Aquarellfarbe können wir Abdrücke machen, zum Beispiel von einem Blatt. Manchmal gibt es Tropfen, die wir absichtlich oder unabsichtlich aufs Blatt fallen lassen, oder Fingerabdrücke. Ich sammle gerne Kleber von Straßenpfosten zum Beispiel. Ich frage sehr gern nach Stempeln. Und hier kommen noch 29 Varianten von unendlich vielen, wie man Text, Skizzen mit und ohne Kästchen im Skizzenbuch verteilen könnte. Bei der ersten Übung machst du dir einen Spicker mit 8 verschiedenen Layouts und 3 davon probierst du dann im nächsten Monat aus. Für diese Übung habe ich mir jetzt ein paar Fundgegenstände und so Papierstücke parat gelegt und etwas Washi-Tape. Den Würfel brauchen wir später. Ich könnte mal einfach ausprobieren, was passiert, wenn ich da Sachen dazulege. Diese 3 Demoskizzen, die sind so ein bisschen verloren auf dem Blatt, und sobald noch ein Element dazukommt, wird das irgendwie verbunden und kommt ganz anders auch ins Gleichgewicht. Ich kann da testen und verschieben. Vielleicht auch Sachen, die thematisch sich wiederholen oder von der Richtung her, und dann auch gut schauen, passt es jetzt oder ist es zu viel? Oder vielleicht das da oder... Ja, 2 Schriftstücke sind mir jetzt schon zu viel. Da hätte ich noch etwas längere Schrift oder ein gestempeltes Datum. Das gibt jeweils so ein bisschen eine andere Kontur. Also auch gedruckte Buchstaben mit so scharfen Kanten.
Das sieht jetzt in der Mitte so als Verbindung von diesen Elementen oder so fast am besten aus. Und wieder ganz anders, als wenn ich dieses rote Quadrat in die Mitte tue. Oder 2 Quadrate. Oder hier noch ein Quadrat und dann verschwindet plötzlich die Zeichnung. Ich kann es natürlich auch brauchen, um etwas zuzudecken. Also so kann ich mit diesen Fundstücken und Sachen spielen. Vielleicht habe ich vorher noch einen Tee getrunken und schätze die Teeverpackung da noch drauf. Am besten gefällt mir jetzt fast das. Aber hier fehlt noch etwas. Also ich lege etwas dazu und lasse es auf mich wirken und schaue dann, was ich für einen Impuls habe, um das zu ergänzen. Ich möchte jetzt da irgendwie den Rahmen kleiner machen, also wie das Format ein bisschen einfassen. Vielleicht nehme ich da den schmaleren Streifen oben und den breiteren unten. Und jetzt passt mir doch wieder das rote Quadrat besser. So könnt ihr üben, spielen, ausprobieren, vielleicht auch eine Fotoserie machen von allen Möglichkeiten, die euch gefallen. Und die zweite Variante ist nachher mit dem Würfel. Also ihr könnt euch eine Liste machen mit zum Beispiel 6 verschiedenen Sachen, die ihr da in der Sammlung habt. Und dann würfeln. Jetzt habe ich eine 2. Bei 2 steht Washi-Tape. Das ist auch praktisch, weil es wieder gut abgeht. Schaue ich mal, wo würde ich das Washi-Tape? Ich glaube, ich würde das da unter diese leeren Erdnüsse kleben. Und es passt mir noch nicht so ganz. Dann würfel ich noch einmal 1 blau-grüner Papierstreifen. Dann würde ich den da hinlegen oder wo es mir dann passt. Und so kann ich weiter und weiter experimentieren, Erfahrungen sammeln und mein Gespür verfeinern, welche Layout-Elemente meine Skizzen noch lebendiger machen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, du kannst etwas mitnehmen von diesem Video und ich freue mich, wenn du den Daumen hoch, den Abo-Knopf und die Kommentare rege nutzt. Und für mehr Tutorials über Urban Sketching geht's hierhin. Hier hat es noch Skizzenbücher. Ja, und ich wünsche dir viel Freude beim Zeichnen.